Laut österreichischer Kriminalstatistik gilt Werner Kniesek als einer der gefährlichsten Serienkiller überhaupt. Seine Taten schockierten im Januar 1980 ganz Österreich, aber insbesondere St. Pölten. Werners Taten wurden 3 Jahre später sogar verfilmt. Der kontroverse Film Angst von Regisseur Gerald Kagel. Im Film spielt Erwin Leder die Hauptrolle als Werner Kniesek. Erwin Leder wurde 2 Jahre vorher durch das Boot bekannt. Der Film dreht sich um Werner Knieseks brutale, verwirrte und kranke Welt. Der Film sorgte bei seiner Veröffentlichung wegen der realistischen Darstellung von Brutalität und Gewalt für heftige Kontroversen. Werner Kniesek wurde 1946 in Salzburg, Österreich, geboren. Seinen Vater hat er nie kennengelernt und er wächst bei seiner Mutter auf. Schon seine früheste Kindheit ist von Gewalt geprägt. Als Jugendlicher kommt Werner Kniesek ins Heim. Er prügelte sich, schwänzte den Unterricht oder mobbte andere. Einmal hat Werner einen Mitschüler attackiert, mit der Absicht zu töten. Im Jahr 1962, mit 16 Jahren, wohnte er vorerst wieder mit seiner Mutter. Da Werner nicht auf sie hört und sich regelmäßig prügelt, sagte seine Mutter, dass sie möchte, dass er auszieht oder zurück ins Heim muss. Daraufhin stach Werner seine Mutter nieder und verletzte sie lebensgefährlich. Er flüchtet nach Deutschland, wird aber gestellt und wieder nach Österreich gebracht. Wegen versuchten Mordes wurde er zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren verurteilt. Als Werner wieder entlassen wurde, machte er so weiter wie zuvor. Gewalt, Einbrüche, Diebstähle und so weiter. Das Ganze endete vorerst im Jahr 1972. Werner erschießt völlig grundlos eine 73-jährige Rentnerin. Werner kannte sie nicht mal. Wegen dieser brutalen, gemeinen und kaltblütigen Tat wurde Werner im nächsten Jahr verurteilt. Werner gab an, dass er krank ist und plädierte auf Unzurechnungsfähigkeit. Als man ihn fragte, warum er diese sinnlose Tat begangen hat, sagte Werner nur, es gibt keinen Grund. Werner wurde zu insgesamt 8,5 Jahren Knast verurteilt. Im Gefängnis stellte Werner gebrannten Schnaps her und verkaufte diesen. Im Januar 1980 sollte Werner eigentlich bald entlassen werden. Wenige Wochen vor Ende seiner Haftstrafe wurde Werner ein mehrtägiger Freigang gestattet, um sich Arbeit zu suchen. Doch das hatte Werner nicht vor. Während seines 3-tägigen Hafturlaubes kaufte Werner sich eine Gaspistole. Außerdem besorgte er sich Mullbinden und trug all das in einem Aktenkoffer mit sich. Danach fuhr er mit dem Zug von Wien nach St. Pölten. 15 Uhr kam Werner Kniesek in St. Pölten an. In St. Pölten angekommen, ließ sich Werner mit einem Taxi fahren und gab sich als Teppichvertreter aus. An einer Nobelgegend angekommen, steigt Werner Kniesek mit seinem Aktenkoffer aus. Später gab er an, dass er selber nicht wusste, warum er nach St. Pölten gefahren ist. Er kann es selbst nicht genau sagen. Werner klingelte an 2 Häusern. An einem Haus öffnete eine Frau mit einem Hund, woraufhin Werner ohne viel zu sagen wieder ging. Der Frau kam die Situation merkwürdig vor und gab später auch eine Täterbeschreibung ab. Sie beschrieb Werner Kniesek, der zum Zeitpunkt der Tat 33 Jahre alt war, auf ca. 40, 1,80 Meter groß und schlank, gewellte Haare und er trug einen Mantel und hatte den besagten Aktenkoffer mit sich. Kniesek lief durch die Straßen St. Pöltens, als er an einem Fenster einen Mann erblickt. Dabei handelte es sich um den geistig behinderten Walter A. Walter war 27 Jahre alt und an den Rollstuhl gefesselt. Zum Zeitpunkt war er allein im Haus. Werner näherte sich dem Haus und schlug auf ca. 1,60 Meter Höhe ein Fenster ein und stieg ein. Kniesek bedroht Walter. Walter sagt, dass auch seine Mutter und seine Schwester im Haus leben und bald zurückkommen sollten. Gegen 18 Uhr kamen seine Mutter Gertrud, 55, sowie seine Schwester Ingrid, 24, zurück nach Hause. Sie parkten ihr Auto in der Garage und gingen ins Haus, wurden dabei von Werner erschreckt, der sie mit einer Gaspistole bedrohte. Die Frauen erblicken den gefesselten Walter. Unter Androhung von Waffengewalt fesselt Werner auch die Frauen. Nachdem er sie gefesselt hat, sagte er allen, dass er sie alle töten werde. Werner begann damit, Tochter Ingrid zu erniedrigen, misshandeln und zu quälen. Werner schlug Ingrid mit einem Gürtel. Ingrids Mutter Gertrud schlug er jedenfalls nicht.
Später gab er an, er schlug sie deshalb nicht, weil die Mutter durch das Ansehen der Qual der Tochter mehr leidet, als wenn sie selber gequält werden würde. Als die 55-jährige Mutter Gertrud droht, bewusstlos zu werden, hört Werner auf, Ingrid zu schlagen. Werner löste Ingrid von ihren Fesseln und erlaubte ihrer Mutter Gertrud, Tabletten zu geben. Allerdings nicht aus Mitleid, sondern weil Werner wollte, Tochter Ingrid noch weiter zu quälen und Mutter Gertrud mit ansehen musste, wie ihre Tochter Ingrid gequält werde, bevor sie selber sterben werde. Die Frauen boten Werner Schmuck und Geld an, doch dieser hatte keine Absichten aufzuhören. Werner lässt sich von Ingrid sogar einen Kaffee kochen. Werner wiederholt, dass er sie alle töten werde. Gegen 20 Uhr erdrosselt Werner die Hauskatze. Von 20 bis 23 Uhr misshandelt Werner Ingrid und Walter vor den Augen der Mutter. Um ca. 23 Uhr muss ein Opfer sein Leben lassen. Vor den Augen seiner Mutter und Schwester wird Walter A. erdrosselt. Taub vor seelischem Schmerz befand sich die Mutter in einem extrem schlechten Zustand und verlor immer wieder das Bewusstsein, während Werner Ingrid unter anderem mit einer brennenden Zigarette foltert. Die Stunden vergehen und Mutter Gertrud verliert öftere Male ihr Bewusstsein, während Werner Kniesek sein perfides, brutales und ekelhaftes Spiel weitertreibt. Es ist ca. 2 Uhr, als Werner vor den Augen ihrer Tochter auch die Mutter Gertrud erdrosselt. Ingrids Martyrium würde für 3 Stunden weitergehen. Ingrid versuchte aus dem Haus zu fliehen, doch wurde von Werner eingeholt. Werner band sie an ein Heizungsrohr und verübte abscheuliche Taten an ihr, ehe er auch sie um ca. 5 Uhr mit einem Kabel erdrosselt. Für die nächsten 3 Stunden blieb Werner noch im Haus der Familie A. Werner räumte das Haus grob auf, anschließend schliff er die 3 Leichen der Familie A in den Kofferraum ihres Mercedes. Daraufhin suchte er in der Wohnung nach Bargeld. Um kurz vor 8 Uhr morgens tritt Werner dann vor die Tür. Anschließend fährt er mit dem Mercedes in das etwa 10 Kilometer entfernte Karlstetten. In Karlstetten betrat Werner dann eine Gaststätte und bestellte sich ein Frühstück. Der Kassiererin fiel auf, dass Werner mehrere Tausenderscheine in seinem Portemonnaie habe. Auch fiel ihr sowie den anderen Gästen Werners nervöses Verhalten auf. Als die Bedienung dann Werner das Frühstück brachte, sagte Werner ihr, dass er nach Wien fahren will. Er wolle aber nicht über St. Pölten fahren. Das kam der Bedienung merkwürdig vor, da der Mercedes, mit dem Werner gekommen ist, ein St. Pöltener Nummernschild hatte. Auch fiel ihr auf, dass Werner beim Essen seine Handschuhe anbehielt. Dem Gesellen des Hauses kam das alles so merkwürdig vor, dass er sich das Nummernschild notiert hatte. Nachdem Werner wieder gegangen war, wurde die Polizei verständigt und somit wurde nach dem Mercedes mit St. Pöltener Nummernschild gefahndet. Die Beamten stellten fest, dass das Nummernschild auf Familie A zugelassen ist. Infolge darauf wurde ab Nachmittag das Haus der Familie A observiert, da die Beamten eine mögliche Rückkehr des Täters nicht ausschließen konnten. Auch die Nachbarn zeigten sich besorgt, da die Jalousien immer noch nicht heruntergelassen waren. Um kurz vor 16 Uhr entdeckte Kriminalinspektor S. das eingeschlagene Fenster. Der Kriminalinspektor kroch hinein und entdeckte umgeworfene Marmeladengläser. Darauf schloss er, dass zuvor schon jemand hindurchgekrochen sein musste. Der Kriminalbeamte S. durchkämmte blitzschnell alle Räume, konnte aber nichts Ungewöhnliches feststellen. Im 1. Stock ist ihm der Rollstuhl von Walter aufgefallen. Auch eine Handtasche lag einfach so auf dem Boden. Kriminalinspektor S. öffnete seinen Kollegen die Tür, um die Observation im Inneren des Hauses fortzusetzen. Angespannt verbrachten die Beamten mehrere Stunden im stockfinsteren Haus der Familie A, um auf eine mögliche Rückkehr des Täters zu warten. Es ist ca. 2 Uhr nachts, als im totenstillen Haus das Telefon klingelt. Einer der Beamten nahm den Hörer ab, an der anderen Leitung war die Dienststelle. Den Beamten im Haus wurde mitgeteilt, dass der Tatverdächtige vor ca. 2,5 Stunden gefasst wurde. Gegen 23:30 Uhr haben Salzburger Kollegen das Auto gefunden. Als Kniesek dann zum Fahrzeug zurückkam, hielten sie ihn an. Die Beamten öffneten mit dem Schlüssel den Kofferraum. Unter Plüschdecken machten sie dann die grauenhafte Entdeckung. Sie fanden die Leichen der Familie A. Die tote Katze lag ebenfalls im Kofferraum. Um 23:30 Uhr wurde Werner Kniesek umgehend verhaftet.
Während Werner am Anfang noch alles leugnete, gab er schon am nächsten Tag ein Geständnis ab. Der Kriminalbeamte S. sagte damals dazu: „Wir haben damals Glück gehabt. Hätte es nicht den Tipp gegeben und hätten wir Kniesek nicht erwischt, wäre er am 18. Januar einfach wieder ins Gefängnis zurückgegangen und der Fall wäre vielleicht nie aufgeklärt worden." Werner begann in der Zelle 2 Selbstmordversuche. Beide werden vereitelt. 3 Monate später stand Werner dann vor Gericht. Im Gericht wurde eine Schweigeminute für die Opfer abgehalten. Nach der 5-stündigen Verhandlung wird Werner zu einer lebenslangen Haft und eine Einweisung in eine Anstalt für abnorme Rechtsverbrecher verurteilt. Bis heute sitzt Werner Kniesek für seine abscheulichen Verbrechen im Gefängnis.